Deutsch lernen durch Hören. Spiegelbilder. Es ist Wochenende. Eva möchte heute Abend mit ein paar Freundinnen ausgehen. Sie steht vor ihrem Schrank und überlegt, was sie anziehen soll. Soll sie ein Kleid nehmen oder lieber eine Hose und ein T-Shirt? Sie kann sich nicht entscheiden. Es ist jedes Mal das Gleiche. Eva probiert verschiedene Outfits an und macht Selfies. Dann schickt sie die Selfies an ihre beste Freundin Julia. Als Antwort schickt die Emojis mit Daumen nach unten. Keines der Outfits überzeugt sie. Wenn du Fabian nachher beeindrucken möchtest, musst du großartig aussehen, schreibt Julia. Dann schaue ich noch einmal meine Röcke an. Vielleicht ist da ein heißes Teil dabei, schreibt Eva zurück. Diesmal lautet Julias Antwort: Mach das und trag auf jeden Fall die Kette, die du neulich gefunden hast. Die passt zu allem. Eva zieht die Kette aus der Tasche. Sie ist silberfarben und hat einen schwarzen Stein als Anhänger. Einige Minuten später glaubt Eva, das richtige Outfit für heute Abend gefunden zu haben. Sie zieht sich um und schickt wieder ein Selfie an ihre Freundin. Während sie auf eine Antwort wartet, geht sie ins Badezimmer, um sich im Spiegel anzusehen. Eva dreht sich vor dem Spiegel nach rechts und nach links. Auf den ersten Blick sieht alles normal aus, aber irgendetwas stimmt nicht. Eva dreht sich wieder, aber diesmal macht sie es etwas langsamer. Ist sie schneller als ihr Spiegelbild? Ihr Handy piept im Schlafzimmer. Das muss die Antwort von Julia sein. Eva geht ins Schlafzimmer, um nachzusehen. Mit ihrem Spiegelbild ist sicher alles in Ordnung. Eva glaubt, dass sie sich getäuscht hat. Ihre Freundin hat als Antwort 2 Daumen nach oben geschrieben. Also behält Eva das Outfit an. Sie nimmt ihr Handy mit ins Badezimmer. Sie möchte sich jetzt schminken. Darum holt Eva ihr Make-up aus der kleinen Tasche, in der sie es aufbewahrt. Mit einer kleinen Dose in der Hand stellt Eva sich vor den Spiegel. Sie nimmt den dünnen Pinsel aus der Dose und schaut in den Spiegel. Dann bleibt die junge Frau bewegungslos stehen. Im Spiegel sieht sie nicht ihr Spiegelbild, sondern einen alten Mann. Er steht einfach nur da. Eva ist starr vor Schreck. Sie wird ganz blass und kann sich nicht bewegen. Ihr Herz schlägt heftig. Der Mann sieht so aus, als würde er auf etwas warten. Er scheint Eva nicht zu sehen. Als die junge Frau sich von dem Schreck erholt hat, sieht sie sich den alten Mann genau an. Sie überlegt, ob sie ihn vielleicht kennt. Er kommt ihr aber nicht bekannt vor. Worauf wartet er? Überlegt Eva. Wartet er auf den Bus? Sie schaut sich den Hintergrund hinter dem Mann an. Es ist ihr Badezimmer, aber nicht ganz. Sie erkennt noch etwas anderes. Im Spiegelbild kann sie auch Dinge entdecken, die nicht in ihrem Badezimmer sind. Eva versteht nicht, was sie in ihrem Spiegel sieht. Da piept ihr Handy wieder. Julia schreibt, dass sie gleich losfährt. Sie soll Eva abholen. Plötzlich fällt Eva wieder ein, warum sie eigentlich vor dem Spiegel steht. Sie wollte sich doch schminken, weil sie gleich mit ihren Freundinnen in einen Club gehen will. So kann sich Eva aber nicht schminken. Sie kann sich ja nicht sehen. Da fällt ihr ein, dass sie einen kleinen Spiegel in ihrer Handtasche hat. Eva rennt in den Flur, wo ihre Tasche liegt. Sie nimmt den Spiegel heraus und klappt ihn auf. Doch auch in diesem Spiegel kann Eva sich nicht selbst sehen. Sie sieht eine andere junge Frau. Ihre Haare sind schwarz, aber Evas sind blond.
Außerdem ist die Frau im Spiegel fast fertig geschminkt. Sie trägt gerade Lippenstift auf. Genau wie der alte Mann sieht die fremde Frau Eva nicht. Verzweifelt klappt Eva ihren Spiegel zu und steckt ihn zurück in ihre Handtasche. Sie hat jetzt eigentlich keine Lust mehr, mit ihren Freundinnen auszugehen. Die Spiegel machen ihr Angst und sie fürchtet sich davor, dass es in Zukunft so bleiben könnte. Wird sich Eva nie wieder selbst im Spiegel sehen? Während sie darüber nachdenkt, klingelt es an der Haustür. Julia ist da. »Hallo, bist du fertig?« fragt sie, als Eva die Tür geöffnet hat. Eva will nicht erzählen, was sie in den Spiegeln gesehen hat. Sie hat Angst, dass ihre Freundin sie für verrückt hält. »Nein, ich bin noch nicht geschminkt. Kannst du mir helfen? Ich habe heute keine ruhige Hand dafür«, lügt Eva. Julia kommt herein und geht direkt ins Badezimmer, wo Evas Make-up liegt. »Setz dich auf den Rand der Badewanne, dann kann ich dich besser schminken«, sagt Julia. Eva tut, was ihre Freundin gesagt hat. Aber sie schaut nervös zum Spiegel über dem Waschbecken. Sie sieht wieder den alten Mann, aber Julia hat ihn offenbar nicht gesehen. Mit geübten Bewegungen schminkt sie ihre Freundin. Julia ist Friseurin und schminkt oft Bräute für ihre Hochzeit. »So, ich bin fertig. Lass uns gehen«, erklärt Julia. Eva nickt nur. Eigentlich möchte sie noch zur Toilette gehen, aber wegen des alten Mannes im Spiegel verzichtet sie lieber darauf. Eva wartet, bis sie im Club sind. Dort hängen keine Spiegel, die man von der Toilette aus sehen kann. Bevor die beiden jungen Frauen in Julias Auto steigen, schaut Eva in den Spiegel außen am Auto. Auch hier hat sie kein Spiegelbild. Sie sieht stattdessen einen Mann, der sein Gesicht abtrocknet. Er ist ebenfalls ein Fremder. Also passiert es nicht nur bei den Spiegeln in Evas Wohnung. Der Spiegel im Innern des Autos zeigt Eva etwas, das sie überrascht. Sie sieht Fabian. Er rasiert sich gerade. Eva wird rot. Es ist ihr unangenehm, ihm dabei zuzusehen. Aber es fällt der jungen Frau trotzdem schwer, es nicht zu tun. Sie findet ihn so attraktiv. Trotzdem sieht sie lieber in eine andere Richtung, denn es fühlt sich falsch an. Als sie beim Club ankommen, warten dort ihre Freundinnen Kumiko und Nele schon auf sie. Sie quatschen kurz, bevor sie hineingehen. Sobald sie im Club sind, möchte Eva endlich zur Toilette gehen. Im Vorraum mit dem Waschbecken schaut Eva in den Spiegel. Sie erwartet, dass sie wieder jemanden sieht, der sie nicht bemerkt, aber diesmal ist es anders. Im Spiegel sieht sie eine Frau. Sie ist älter als Eva und sie sieht direkt in Evas Augen. Die Frau tippt gegen den Spiegel und winkt. Erschrocken bleibt Eva stehen. Die Frau im Spiegel beginnt zu reden, aber Eva kann sie nicht hören. Sie zeigt auf ihre Ohren und schüttelt den Kopf. Die Frau im Spiegel zeigt auf die Kette, die Eva trägt. Die Frau trägt genau die gleiche Kette. Sie ist das Einzige, was sich wirklich spiegelt. Eva hält die Kette zwischen zwei Fingern, um sie genau anzuschauen. Sie wirkt ganz normal und gewöhnlich. Ob die Kette daran schuld ist, dass die Spiegelbilder nicht normal sind? Die Frau im Spiegel hat etwas auf einen Zettel geschrieben, den sie hochhält. Es fällt Eva schwer, es zu lesen. Alles ist spiegelverkehrt. Auf dem Zettel steht: Nimm die Kette ab und verstecke sie gut. Die Kette ist gefährlich. Eva nickt. Sie nimmt die Kette ab und steckt sie in ihre Handtasche. Als sie wieder in den Spiegel schaut, kann sie wieder ihr eigenes Spiegelbild sehen. Eva ist ja so erleichtert. Nun muss sie aber dringend zur Toilette. Danach überlegt sie, wo sie die Kette verstecken soll.
Als Eva zurück zu ihren Freundinnen geht, ist sie noch in Gedanken. Sie passt nicht auf, wo sie hinläuft. Eva stößt mit einem Mann zusammen. Als er sich zu ihr umdreht, bemerkt sie, dass es Fabian ist. Er lächelt Eva so an, dass Eva sofort alles vergisst, was sie gerade erlebt hat. Sie denkt nicht mehr an ihre Freundinnen und an die gefährliche Kette in ihrer Tasche.